In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr Schokolade sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Und nun sind wir auch schon mittendrin. Ich habe meine Torrigon mit 0,3er Düse, meine Airbrush-Pistole hierfür verwendet, mit einem Farbgemisch von Brillant Rot eintropfen und 2 Rohr und Klinger Sepia. Um die einzelnen Poren der Schokolade jetzt zu sprühen, also ja, was heißt Poren oder zumindest die Struktur, Poren sind das ja nicht direkt, die hat aber so Pünktchen, ne? Von der Bruchkante her gehe ich jetzt dicht dran mit der Airbrush-Pistole und sprühe einmal die Struktur. Das ist jetzt hier auch wieder ein Wechselspiel zwischen Radieren und Airbrushen. Ich verwende gerne das Sepia von Rohr und Klinger. Das liegt einfach daran, das hat einfach einen schöneren Farbton, finde ich, wie das jetzt von Schminke. Ansonsten habe ich ja viele Schminkefarben, wie ihr wisst. Ne? Aber hier bevorzuge ich tatsächlich einmal das von Rohr und Klinger. Hier gehe ich jetzt ein bisschen weiter weg von dem Maluntergrund mit der Airbrush-Pistole, um einfach den Schatten unter der nächsten Ebene der Schokolade zu sprühen und auch die Lichtreflexion der Schokolade hier zu sprühen. Ja, und dann gehe ich jetzt auch wieder mit dem Radierer, mit dem Faber-Castell, mit dem weichen Radierstift einmal drüber. Beim Radieren arbeite ich mit unterschiedlichem Druck. Also da, wo es stärkere Helligkeiten gibt, nehme ich natürlich größeren Druck. Und da, wo es nicht so stark Helligkeiten gibt, nehme ich weniger Druck. Beim Verlauf ist das so beim Radieren, dass ich über dieselbe Stelle eben häufiger drüber gehe, wenn es sehr hell sein soll, und über die anderen Stellen, dass ich da einfach weniger drüber gehe. Genauso wie bei dem Farbauftrag von der Airbrush-Pistole, wenn ihr einen Verlauf sprüht. Das Bild hier ist anfängertauglich. Ich habe das auf einem großen Artboard, also einen Karton, wo man sehr gut radieren drauf kann und vor allem auch kratzen kann. Kratzen brauchen wir zwar nicht, aber eben radieren kann man auch hier sehr gut drauf. Und da das ein großes Format hat, DIN A3, ist das auch sehr anfängerfreundlich. Denn je größer das Format, desto anfängerfreundlich ist das auch, desto einfacher ist das auch zu sprühen. Das Bildmotiv lässt auch Fehler zu, also den einen oder anderen Fehler habe ich jetzt hier auch eben gehabt. Zumindest am Anfang habt ihr ja gesehen, dass ich plötzlich eine Linie gesprüht habe. Ich habe nicht darauf geachtet, dass die Nadel richtig in der Düse war. Zack, hatte ich eine Linie drauf, die da nicht hingehörte. Aber das kann man auch alles hier wieder rausradieren. Das ist dann überhaupt kein Thema, wenn ihr euch da mal vertut. Ne? Dann einfach weitermachen oder eben rausradieren und wieder übersprühen, dann fällt das nicht auf. Ja, die erste Schicht hier von der Schokolade nimmt langsam Form an. Unter der nächsten Schicht der Schokolade, also ihr seht ja hier noch die weiße Kante dazu, da arbeite ich von der weißen Kante quasi mit dem Verlauf nach unten, ja, weil unter der weißen Kante, also da, wo die nächste Schokolade eben losgeht, der Schatten einfach ziemlich dunkel ist. Bei diesem Bildmotiv ist es gut, dass man da auch einfach üben kann, mit der Airbrush-Pistole dicht am Maluntergrund zu arbeiten. Ne, auch wenn da das eine oder andere Spinnenbein mal passiert, ist auch nicht schlimm. Ja, wenn man jetzt die einzelnen Pünktchen da sprüht, ist kein Thema, das verzeiht das Werk hier auch. Und das Gute ist, man kann hier auch Verläufe üben. Also ihr merkt schon, ich lade euch ein, das mal nachzusprühen. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr auch noch am Anfang steht mit der Airbrush-Technik. Ja, da kann man auf jeden Fall schon am Anfang gute Ergebnisse erzielen mit.
Ja, und ihr merkt, ich radiere jetzt wieder wie wild rum. Erst packe ich die Farbe drauf und jetzt hole ich sie wieder mühselig runter. Diesmal habe ich auch kein Haftungsvermittler in der Farbe drin. Also das heißt, ich kann auch besser radieren. Berücksichtigt nur, je höher die Farbe pigmentiert ist, desto schwieriger ist das aber auch wieder runter zu radieren. Und am besten möglichst das Ganze rausradieren, wenn die Farbe noch frisch ist. Also wenn das Ganze durchgetrocknet ist, schon ein bisschen steht, dann ist das umso schwieriger, finde ich. Ja, jetzt geht es weiter mit der Airbrush-Pistole. Jetzt gehe ich auch wieder dichter dran. Da, wo die helle Kante der Schokolade ist, hat es auch eine dunkle Kante. Hier nehme ich jetzt aber auch zur Hilfe eine Schablone, eine lose Schablone. Da versucht bitte, wenn ihr denn auch eine Schablone zur Hilfe nimmt, die lose ist, ja, möglichst mit der Airbrush-Pistole senkrecht auf dem Maluntergrund zu sprühen. Ansonsten kann das durchaus sein, dass ihr unter die Schablone sprüht. Ja, ihr merkt, ich mache das meistens nicht so. Deshalb habe ich auch viel Farbnebel und muss das gleich einmal wegradieren. Ich klebe aber auch am Ende nochmal die Kanten säuberlich ab, damit ich das auch korrigieren kann und den Farbnebel auch wieder wegsprühen kann sozusagen oder vielmehr übersprühen kann mit Weiß. Jetzt sind wir auch direkt zur zweiten Schicht von der Schokolade angekommen. Und zu Halloween gibt es bei mir definitiv nicht Saures, sondern was Süßes. Um die Struktur erstmal vorzulegen mit der Airbrush-Pistole in der Schokolade, mache ich jetzt so leichte kreisende Bewegungen. Gehe manchmal dichter dran mit der Airbrush-Pistole, manchmal weiter weg. Dann ist das schon mal so ein bisschen punktiert, die Schokolade zumindest, ja. Und dann radiere ich das Ganze nochmal aus, übersprühe das nochmal, dann kommt die Struktur ganz gut zur Geltung und die Tiefenwirkung setzt auf jeden Fall ein. Ja, hier an der Kante radiere ich das Ganze jetzt auch nochmal aus. Die hat ja hier auch nochmal so eine Reflexion. Ich gehe da aber auch gleich nochmal mit der Airbrush-Pistole drüber. Und jetzt seht ihr, wie ich mit dem Radierer einfach sachte drüber radiere und da auf jeden Fall einen Verlauf radiere. Das heißt, bei den Helligkeiten gehe ich da häufiger drüber, ja, und bei der nächsten Schicht darunter eben einmal oder zweimal weniger, ne, damit das wirklich einen radierten Verlauf ergibt. Jetzt hier bei der Bruchkante oder Schnittkante der Schokolade, hier unten, da wo ich mit der Pistole auch diese kreisenden Bewegungen gemacht habe, hier setze ich dann auch mit dem Radierer diese kreisenden Bewegungen fort. Und wie gesagt, gleich übersprühe ich das Ganze nochmal. Noch ein wichtiger Hinweis beim Radieren, zwischendurch mache ich die Radierspitze vom Stift immer sauber. Ich habe hier ein Küchentuch liegen und da reibe ich einmal nur die Spitze drüber. Ihr könnt auch ein Schmiergelpapier nehmen, dann habt ihr den Stift auch direkt wieder gespitzt oder angespitzt vielmehr. Das habe ich jetzt aber hier nicht verwendet. Da habe ich einen coolen anderen Anspitzer auf jeden Fall, den ich verwende. Ja, und jetzt geht es weiter wieder mit der Airbrush-Pistole. Ich mache das auch alles mit der Torrigon mit 0,3er Düse, weil das ja relativ groß ist und ich jetzt nicht unbedingt sehr, sehr feine Strukturen hier sprühen muss, ja, dass ich da noch eine kleinere Düse eben verwenden muss oder ähnlich. Ja, ich versuche auch möglichst wenig Sprühnebel zu fabrizieren. Das gelingt mir leider hier semi-professionell. Also ich habe sehr viel Sprühnebel. Ich muss gleich auf jeden Fall viel radieren und vor allen Dingen das Ganze auch gleich abkleben. Wenn ihr den Farbton nicht sofort trefft, wie gesagt, ich habe ja 2 Tropfen Sepia verwendet und 1 Tropfen Brillantrot, das von Schminke, und dazu 6 Tropfen Wasser, so um den Dreh, ja, konnten auch 8 sein, so um den Dreh. Nagelt mich nicht auf, wie viele Tropfen das genau sind, fest. Wenn ihr da auf jeden Fall das zu rötlich habt von der Schokolade her, dann nehmt einfach weniger Rot. Probiert das auf jeden Fall, bevor ihr an das Werk geht, auf ein Schmierpapier aus, wie der Farbton denn ist, ob das ungefähr hinhaut.
Ja, wenn das zu rötlich ist, ist natürlich blöd. Ist es zu dunkel, ist es natürlich auch doof, weil wir wollen ja auch noch die Dunkelheiten in den Schatten auf jeden Fall verarbeiten. Ja, jetzt geht es wieder weiter mit den Schatten, hier an der Kante nochmal und den Schatten dort, wo die Schokolade eben drauf liegt und hier auch nochmal an der Kante, wo die Helligkeiten eben sind. Hier gehe ich, wie ihr seht, auch weiter weg mit der Airbrush-Pistole und zwischendurch aber auch wieder näher dran. Und jetzt kommt das Kleinzeugs hier drunter. Ja, aber seht selbst, was ich gleich mache. Bleibt unbedingt dran, ne? Ich korrigiere gleich noch was. Alle Materialien verlinke ich euch wieder in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links. Also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision und ihr habt keinerlei finanziellen Nachteil dadurch. Vielen Dank an diejenigen, die das bereits schon so zahlreich machen. Ihr unterstützt meine Arbeit hier auf dem Kanal so und natürlich auch ja, den Kanal selbst. Einige Sachen habe ich ja auch gleich weggelassen, ne? Also hier das Abkleben und so weiter. Wenn ihr euch dafür auch interessiert, ne, wie ich auch einige Sachen hier korrigiere und so weiter, hinterlasst mir das auch mal in den Kommentaren. Dann kann ich auch mal ein extra Video dazu machen. Oder ihr findet auch schon ein paar Videos hier auf dem Kanal. Also schaut euch auf jeden Fall mal um. Auch zur Bildübertragung, das habe ich ja alles hier weggelassen, ne, damit ich euch nicht unnötig langweile. Ja, und wenn ihr die Airbrush-Technik überhaupt lernen wollt und ihr seid neu auf dem Kanal, ja, und ihr habt ihn noch nicht abonniert, damit ihr dann zukünftig keine Videos mehr verpasst, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ich würde mich freuen und ihr unterstützt auch so auf jeden Fall den Kanal. Und ich habe einen witzigen Spruch dazu gehört, ne? Support ist kein Mord. Ich möchte noch auf einen Kommentar von letztem Mal eingehen. Ich habe es total vergessen, tatsächlich den Farbrüttler hier in der Infobeschreibung zu hinterlegen als Link. Sorry dafür, aber das werde ich jetzt nachholen und wenn ihr möchtet, könnt ihr darüber natürlich auch bestellen. Ach ja, und noch etwas, was ich sagen wollte, bevor ich das auch wieder vergesse. Die Vampirzähnchen, die sind ja super bei euch angekommen. Frage an euch, möchtet ihr noch mal was in Goldchrom haben? Ich habe da noch total coole Sachen auf Lager, die ich gerne noch airbrushen möchte. Voraussetzung, ihr habt natürlich Interesse daran, ne? Also hier beispielsweise ein paar Sneaker, die richtig gut aussehen, so ein Chrombär, den fand ich auch cool. Und da war noch was, jetzt überlege ich gerade, was habe ich denn noch gehabt? Ja, vielleicht denke ich gleich dran nochmal, dann fällt es mir gleich ein. Ja, jetzt geht es hier auch wieder langsam dem Ende zu, ne? Also jetzt wird auch ein bisschen was passieren, aber wie gesagt, darauf werde ich jetzt nicht speziell in diesem Video drauf eingehen, wie ich das Ganze gleich noch korrigiere, weil hier, ne, Spoiler-Alarm, ich werde das gekrisselte Zeug darunter nochmal korrigieren, weil das hat mir doch nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Sieht im Original besser aus. Ich habe einen Fehler gemacht tatsächlich in diesem Fall. Ich habe es nicht akkurat vorgezeichnet oder übertragen vielmehr. Ja, und da habe ich das mehr oder weniger freihand gesprüht. Ist jetzt aber nicht so gut geworden und da habe ich mir gedacht, ach, dann machst du das wieder weg. Ich bin gespannt, wie euch das Ergebnis gefällt. Bleibt auf jeden Fall unbedingt dran und ja, ich bin gespannt, wie es euch gefallen wird. Ob ihr sagt, oh Gott, was hast du denn da gemacht diesmal? Oder, nö, passt. Mal schauen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall schon mal ausklinken, ne? Und ich überlege mir dann schon mal die Tat für nächste Woche, was denn kommen mag. Und wenn ihr Vorschläge habt, lasst es mich auch in den Kommentaren wissen. Falls Fragen sind, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Ich sag mal bis demnächst, ne? Und wenn ihr noch weiterhin Bock habt auf die Airbrush-Technik, dann schaut euch unbedingt die coolen Tierporträts hier an. Viel Spaß dabei, bis denn, ciao!